So, hallo zusammen und herzlich willkommen. Es geht weiter am M2. Das letzte, was ihr gesehen hattet, war ja Turbolader-Einbau, Hitzeschutzbleche, Kühlleitungen, Ölleitungen, Abgasanlage, Downpipe, Motorlager und wir sind dann eben stehen geblieben beim Motorlager. Bedeutet, heute ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich die Motorbrücke hoffentlich nicht mehr brauche. Bedeutet, ich werde die jetzt abmontieren, denn wie gesagt, das Ganze ist ja jetzt unten fest. So, jetzt haben wir das hier gelöst. Das heißt, ich baue das jetzt ab, damit ich hier mehr Platz habe. Dann werde ich hier nochmal absaugen, denn hier sind jetzt so ein paar Späne vom vielen Ran- und Rausschrauben, so ein paar Metallspäne, die sauge ich jetzt dann gleich noch ab. Und wenn das passiert ist, werde ich auch nochmal unten beim Eingang der Turbolader, da war jetzt zwar nichts, aber ich bin einfach vorsichtig, werde ich auch nochmal raussaugen und dann einen Lappen reinstecken. Dann werde ich hier nochmal alles abblasen mit Druckluft und dann geht es eben daran, die Ansaugung wieder zu verbauen. So, jetzt ist die Motorbrücke abgebaut. Ich habe hier nochmal alles abgepustet, habe hier vorne den einen Turbolader vorne nochmal verschlossen, denn da war keine Schutzkappe drauf. Der andere hat ja eine Verschlusskappe, da kann nichts passieren. Aber deswegen hatte ich den da vorne nochmal rausgesaugt, um ganz sicher zu gehen. Da hätte jetzt nichts reinfallen können, aber ich habe es trotzdem einfach nochmal rausgesaugt und jetzt zugemacht. Dann habt ihr gesehen, hier alles abgeblasen. Gerade bei den Zündkerzen kam einiges raus. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich die jetzt noch mitwechsle. Aber ich dachte mir, lieber jetzt nicht zu viele Sachen tauschen, falls irgendwelche Probleme kommen beim Start. Je mehr Sachen ich jetzt noch angehe, ja, desto weniger weiß ich nachher, was die Problemursache ist. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, die Zündkerzen erstmal drin zu lassen. Die kann ich dann später immer noch mal wechseln. Die sind jetzt auch noch nicht super alt. Die sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 6000 Kilometer drin, wenn überhaupt. Also würde jetzt auch nicht anstehen, hätte sich halt angeboten, weil jetzt eh gerade alles auseinander ist, weil für die Zündkerzen muss ja auch immer die Ansaugung ab, weil man sonst nicht die Kerze rausbekommt und eben auch diese Alustrebe, die sozusagen nochmal hier das Ganze versteift, also zwischen den beiden Dömen und dort hinten der Front sitzt ja diese Alustrebe, habt ihr ja gesehen in einem der ersten Videos, als ich hier ausgebaut habe. Wir haben ja diese sehr prominente Carbonstrebe hier vorne und zusätzlich dazu gibt es eben hinten nochmal eine die richtige Domstrebe, die da hinten verläuft. Ja, und aber das werde ich dann irgendwann anders machen. Wie gesagt, jetzt geht es darum, ich denke, ich werde zuerst entlüften, beziehungsweise halt Kühlflüssigkeit wieder auffüllen, denn auch da, falls jetzt noch irgendwas ist mit Undichtigkeiten oder sonst irgendwas, wenn ich jetzt die ganze Ansaugung wieder ranbaue und dann wirklich noch irgendwo eine Undichtigkeit ist, kann ich alles wieder abbauen. Deswegen entscheide ich mich jetzt oder habe ich mich dafür entschieden, erstmal das Entlüften zu machen, indem ich jetzt hier, da gibt es auch ein spezielles Prozedere. Zum einen gibt es ein automatisiertes Prozedere vom Fahrzeug, das werde ich euch dann später zeigen. Aber im ersten Schritt werde ich sozusagen ein unterdruckbasiertes Verfahren nutzen. Da habe ich mir ein extra Werkzeug gekauft von BGS, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, so wie immer. Und damit werde ich jetzt hier mit Unterdruck und dem Kompressor das ganze System befüllen. Und so soll verhindert werden, dass dort eben ja, Luftblasen oder Luftnester sich irgendwo bilden. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht, habe ich auch noch nie gemacht. Werden wir jetzt rausfinden. Dafür habe ich mir angeblich, oder was heißt angeblich, laut BMW kommen hier ja 14,5 Liter Kühlflüssigkeit rein. Da habe ich mir jetzt besorgt, die blaue, dieser Fertigmix von Febi Bilstein, habe ich direkt bei BMW bestellt. Habe ich mir jetzt mal 20 Liter gekauft, weil ich nicht wusste, wie viel da jetzt wirklich reingeht, und ein bisschen was in Reserve haben ist ja nie verkehrt. Und wie gesagt, ich baue das jetzt einmal auf, zeige euch das und dann schauen wir mal, wie es läuft.
ich habe jetzt knapp 5 Liter eingefüllt. Die Füllstandsanzeige sagt, das wäre jetzt in Ordnung. Ich weiß nicht, ich hätte gesagt, da ist ein bisschen mehr rausgekommen als 5 Liter, aber ist auch schwer einzuschätzen, weil das ja so eine flache Wanne ist. Werde ich dann gleich mal umlitern. Nichtsdestotrotz habe ich den Vorgang jetzt 2- oder 3-mal wiederholt. Wie gesagt, Problem war bei mir, mein Kompressor hat scheinbar nicht genug Dampf. Der kommt immer nur bis minus 0,2. Da müsste aber eigentlich mehr gehen. Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt 2-, 3-mal gemacht. Und jetzt starte ich einmal die Entlüftungsprozedur, die man im Innenraum starten kann oder beziehungsweise übers Auto selber. Das Auto selber, da hat ja so eine Zusatzpumpe da unten, wo ich auch den Schlauch gelöst habe. Und die kann man ansteuern, indem man innen drin lediglich die Zündung einschaltet, die Heizung auf Maximum stellt, die Lüfter auf Minimum und dann das Gaspedal für 6 oder 10 Sekunden, ich schaue gleich nochmal in die Anleitung, gedrückt hält und dann loslässt und dann müsste die Pumpe anlaufen, also diese Zusatzpumpe da unten. Dafür müssen dann alle Behälter geschlossen sein, laut BMW-Handbuch oder Anleitung habe ich jetzt gemacht. Dann läuft die so 10 Minütchen und dann sollte auch entlüftet sein und dann kontrolliere ich nochmal den Füllstand. Das stoße ich jetzt einmal im Innenraum an und zeige euch, wie das geht. Hoffentlich klappt es. Mal schauen. So, wir sind jetzt im Innenraum. Ich mache jetzt nur die Zündung an. So, jetzt stand was, dass man das Licht anschalten soll. Das habe ich gemacht. Jetzt bimmelt er die ganze Zeit, ist halt ein BMW. Jetzt gehen wir hier auf die Lüftung. Oh Mann, der hält auch wirklich nicht die Klappe. Jetzt gehen wir auf die Lüftung und stellen die sozusagen auf Maximum, also niedrigste Stufe, aber maximale Temperatur. So, und jetzt soll ich 6 Sekunden lang das Gaspedal voll durchdrücken und dann soll das angeblich anlaufen. So, Klima haben wir aus, Lüftung Stufe 1. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hören wir mal vorne im Motorraum. Klingt jetzt irgendwie nicht so, als ob er was gemacht hätte. Oh doch. Doch, ich denke, man kann es hören. Achtung. Ja, da ist die Pumpe am Laufen. Cool. Ja, viel höre ich nicht. Jetzt warte ich mal die 10 Minuten und dann gebe ich euch ein Status-Update. Also habe ich ganz klar Wasser gehört, was hier zirkuliert hat. So, was ich jetzt auch mal noch gemacht habe, da unten sitzt ja diese Zusatzpumpe. Die kriegt die Kamera jetzt wahrscheinlich wieder nicht scharf. Moment, versucht da mal hinzufilmen. Ah doch, jetzt hat sie scharf. Wenn ich da jetzt hinfasse an die Pumpe, dann spüre ich da ganz klar, dass die arbeitet. Bedeutet also, die Prozedur hat geklappt, die Pumpe läuft. Und wie gesagt, jetzt geben wir dem Ding hier einfach die 10 Minuten und ja, dann gebe ich euch ein Update, ob der automatisch ausschaltet nach 11 Minuten oder was der macht. Wichtig war halt auch, dass ihr die Lampen anschaltet, das stand in der Anleitung, damit er nicht nach einer gewissen Zeit einfach automatisch ausgeht. So, wie ihr sehen könnt, ich habe hier wieder alles abgebaut. Die Entlüftungsprozedur, wie gesagt, habe ich jetzt mehrfach durchgeführt. Also sowohl die mit dem Gerät, habt ihr ja gesehen, und wir waren ja stehen geblieben bei der Entlüftung mittels Pumpe. Das ist jetzt auch fertig. Wie habe ich gemerkt, dass es fertig ist? Nach, wie gesagt, ich glaube, bei mir waren es 8 Minuten oder so grob, hat die Pumpe aufgehört zu fördern. Das habe ich zum einen gehört. Man hört das nur sehr leise, aber man kann da unten ja hinfassen, habe ich euch ja gezeigt. Und dann habe ich nochmal 2 Minuten gewartet, aber die ist nicht mehr angegangen. Dann habe ich die Lichter wieder ausgemacht. Ich hatte ja hier Standlicht an, damit das Auto nicht in den Schlafmodus geht. Das ist also auch wichtig bei der Prozedur, dass ihr das Standlicht anlasst während der Prozedur. Wie gesagt, Lüfter auf Minimal, Klimaanlage aus, Temperatur auf Höchstes. Dann eben diese 6 Sekunden oder was waren es bei mir, 6, 7 oder 8 Sekunden das Gaspedal voll durchdrücken. Dann wieder runtergehen und dann hat die Pumpe auch schon angefangen zu arbeiten. Ich habe jetzt sowohl am Ausgleichsbehälter als auch dort hinten am Kreislauf, Niedrigtemperaturkreislauf für den Ladeluftkühler
nochmal den Füllstand kontrolliert. Die sahen jetzt beide gut aus. Ich werde das natürlich nach den ersten Fahrten nochmal kontrollieren. Vielleicht kommt da noch mal ein bisschen was durch, ja, sage ich mal, auf der Straße ist man ja doch dynamischer unterwegs auch. Also wenn es mal hoch und mal runter geht, mal rechts, mal links. Das, denke ich, wird auch noch mal dazu beitragen, dass die Entlüftung noch mal ein bisschen besser ist. Und was auch der Fall ist, ich habe jetzt mal aus der Wanne umgelittert. Also sprich das, was ich abgelassen hatte. Wir haben jetzt hier einmal 2,5 Liter so grob und dort drüben ja auch irgendwie noch mal so was weiß ich, 2 Liter vielleicht oder 1,5 Liter. Also da drüben sollen 3 Liter reingehen und hier 2,7? 2,6. Also hier sollen 2,6 Liter reingehen. Das heißt, hier sind jetzt, ja, hätte ich gesagt, auf jeden Fall mal 2,5 drin. Da drüben vielleicht nochmal 1,5, sind wir bei genau 4 Liter. Wie gesagt, ich habe jetzt fast 5 Liter nachgefüllt. Insofern würde ich sagen, von den reinen Füllmengen passt das, von dem, was ich nachgekippt habe. Denn ich bin mir sicher, dass der vorher nicht, sage ich mal, randvoll war. Und ich habe jetzt im Ausgleichsbehälter einen Strich unter voll. Ihr habt ja da so eine Treppenanzeige und da bin ich jetzt bei einem Strich unterhalb von voll. Also rein von den Füllmengen passt das. Bedeutet auch, es ist nicht alles Kühlmittel rausgekommen. Ich hatte ja, also mein Eindruck war, weil das so viel war, aber wahrscheinlich aufgrund der kleinen Öffnung und weil ich nicht darauf vorbereitet war, hatte ich ja gedacht, da kam alles raus. Das stimmt aber nicht, denn insgesamt haben wir ja 14,5 Liter im gesamten Kühlkreislauf. Und wie gesagt, jetzt sind circa 5 Liter rausgekommen. 4, irgendwas. Insofern war das Quatsch, was ich gesagt habe. Das nochmal zur Info. Also wenn ihr diesen Schlauch da unten von der Pumpe löst, kommt nicht das gesamte Kühlmittel raus, sondern ja, grob ein Drittel, würde ich jetzt mal sagen, also so grob 5 Liter. So, jetzt haben wir wie gesagt gesehen, wie das mit dem Entlüften funktioniert. Ob das nachher wirklich geklappt hat, weiß ich natürlich erst, wenn er läuft, aber hat er erstmal einen soliden Eindruck gemacht. Ich habe jetzt hier drüben noch das Domlager nachgestellt. Das war ja ein bisschen nach hinten gerutscht, das heißt, der Sturz war jetzt hier auf der Beifahrerseite ein bisschen weniger stark als auf der Fahrerseite. Jetzt habe ich beide in dieselbe Position gebracht. Habe ich jetzt auch mit Drehmoment angezogen. Wie ihr sehen könnt, habe ich es auch wieder markiert, sodass mir auffallen sollte, wenn sich das löst. Da drüben habe ich mit Drehmoment kontrolliert, aber da hatte sich irgendjemand schon mal mit Farbe verewigt. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht nochmal markiert. Die scheinen sich auch nicht wirklich gelöst zu haben oder derjenige hat halt schlecht markiert. Kann ich jetzt so nicht mehr so gut nachvollziehen. So, worum es jetzt heute geht, die ganzen Teile der Ansaugbrücke erstmal wieder reinbauen. Also Ansaugbrücke ist vielleicht das falsche Wort. Hier diese Luftleitungen zum Ladeluftkühler und auch die Leitungen für die Frischluft, so dass ich den Motor einmal starten kann. Dann im Idealfall klappt das gut mit dem Start. Und wenn das mit dem Start gut geklappt hat, dann baue ich auch die Domstreben und alles wieder ein, mache nochmal einen Ölwechsel. Aber wie gesagt, jetzt erster Schritt hier erstmal die ganzen Luftansaugrohre wieder einbauen. Die liegen da drüben ja noch alle auf der Werkbank. Und die müssen jetzt hier wieder ins Auto rein. Und das ist die Aufgabe für jetzt. Ich schmeiße den Zeitraffer an und mal gucken, wie viel ich davon reinschneide. Im Prinzip habt ihr das ja schon gesehen beim Demontieren. Das Einzige, worauf ich achten muss, sind eben, dass ich den Luftmengenmesser, das Kabel für den Luftmengenmesser und hier, ich glaube, es ist auch Kurbelgehäuseentlüftung oder irgend so ein Unterdruckschlauch, dass ich den wieder anstecke. Genauso hier hinten ist auch nochmal, ja, Beifahrerseite, habe ich ja markiert mit MAF ist sozusagen Fahrerseite und ja, MAF Beifahrerseite. Plus da unten ist nochmal so ein kleiner Stecker von dem Wastegate. Na, die Kamera doch, jetzt hat sie es scharf gestellt, hervorragend. Genau, an den muss ich auch denken. Ansonsten sind eigentlich alle Stecker, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, drin. Bedeutet, ja, diese 2, 3 Stecker und das eine Kabel. Dann noch die Kurbelgehäuseentlüftung, die muss ich wieder einsetzen. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ihr werdet es ja dann sehen. Ich bastel jetzt hier mal ein bisschen. It's not a game, it's a rich thing.
So, jetzt eine Sache, wo ich relativ lang dran beschäftigt war, ist dieser Frischluft-Ansaugschlauch. Also hier kommt ja die frische Luft, wird ja hier angesaugt, da vorne über das Verdichterrad und wird ja dann hier rausgedrückt Richtung Ladeluftkreislauf, um das runterzukühlen, die Luft, und dann in die Drosselklappe zu geben. Und dieser Ansaugstutzen hier, da sind 2 Muttern. Ich zeige euch das einmal von unten. Kommt man von oben auf gar keinen Fall ran und von unten nur sehr bescheiden. Ach, dieser Gimbal. Fantastisches technisches Produkt. So, jetzt sind wir hier auf der Seite und da oben. Ich versuche das jetzt mal so hinzuhalten. Da könnt ihr jetzt eine Mutter sehen. Da kann man hier durch diese Öffnung ganz gut durchgreifen. Aber die andere Mutter, die sitzt praktisch dahinter so leicht verdeckt. Und da kommt man mit der Hand nicht hin. Zumindest ich mit meinen dicken Händen nicht. Bedeutet, ich habe hier bei der Pumpe diese und diese Schraube gelöst. Dadurch hatte ich ein bisschen Spiel bei der Pumpe. Dann ist sie nach unten gesackt. Dann kam ich da mit meiner dicken Hand wieder besser durch. Konnte da vorbeigreifen, da oben hin, die Mutter aufsetzen und sie dann festziehen. Einziges Problem ist, ich habe das hier unten, weil ich da ein Winkelstück brauche. Und mit dem Winkelstück kann ich ja nicht mehr mit Drehmoment anziehen, dann ist das ja verfälscht. Konnte ich das jetzt halt nicht mit Drehmoment anziehen. Das habe ich jetzt halt mal so nach Gefühl gemacht. Weiß ich auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist übrigens auch der Turbolader, also Bank 1, wo ja beim Original so ein bisschen Ruß zu sehen war oder halt so Öldämpfe. Also ich vermute, das war original auch nicht ganz fest. Das muss ich also im Blick halten. Ich weiß ja jetzt, wie ich da rankomme, indem ich die Wasserpumpe oder halt diese Zusatzpumpe hier ein bisschen löse, beziehungsweise die Schrauben rausnehme, sie dann absenke, dann komme ich an beide Muttern ran da oben, also an die und die da hinten, die so ein bisschen verdeckt ist. Das heißt, das muss ich einfach im Blick behalten, ob ich das jetzt fest genug gemacht habe oder zu lasch. So, und jetzt geht es oben im Zeitraffer weiter mit der Ansaugbrücke oder beziehungsweise mit den Ladeluftschläuchen. It's not a game, it's a rich thing. So, jetzt habt ihr einiges gesehen. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt reingeschnitten habe von der Timelapse, aber sage ich mal, die grundlegenden Anschlüsse sind jetzt wieder dran. Wir haben die Luftzufuhr von beiden Seiten. Ich habe die
Luftmengenmesser wieder angeschlossen, sowohl beifahrerseitig als auch fahrerseitig. Hier dieser Unterdruckschlauch ist wieder dran. Unten die Stecker sind alle dran. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und ich würde sagen, wir können einmal starten. Schauen, was passiert. Bin sehr gespannt. So, okay, ich habe jetzt nochmal im Kopf, bin ich nochmal alles durchgegangen. Ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, jetzt den nach so viel abgebauten Teilen wieder zu starten. Aber ich glaube, ich habe wirklich alles dran. Ich habe auch eben nochmal die Diagnose rangehalten. Waren jetzt auch keine Fehler mehr drin. Drückt mir die Daumen, ich probiere es jetzt einfach. Mal schauen, was passiert. Okay. Klingt erstmal nicht verheerend. Jetzt raucht es ein bisschen. Da weiß ich jetzt nicht, ist irgendwas nicht fest oder ist das normal? Riecht ein bisschen wie Abgas. Ich glaube, da ist irgendwas noch nicht ganz dicht. Wird weniger. Ich kann es aber auch nicht wirklich lokalisieren, wo es jetzt herkommt. Aber es riecht ganz klar nach Abgas. Ja, wird weniger und riecht nach Abgas. Vielleicht der Flansch am Turbo. Ich schaue mal, ob ich die nochmal nachziehen kann. Gut, ja. Ich meine, es ist nichts explodiert. Jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwas sehe, ob ich irgendwo noch mal ein bisschen nachziehen kann unten an den Flanschverbindungen. So, ich habe euch jetzt eben noch mal eine Szene reingeschnitten, wo ich einfach nur den Motor gezeigt habe. Es hat jetzt nichts mehr gequalmt. Die Ursache fürs Qualmen war zum einen die Schellen unten an den Downpipes. Die habe ich jetzt nochmal so fest es ging nachgezogen. Die liegen jetzt komplett geschlossen eng an. Und wo es auch rausgequalmt hat, war hier vorne dieser Bypass. Also von dieser Zuführung hier gibt es ja den Bypass, der die Dämpfe aus der Kurbelgehäusebelüftung wieder in die Ansaugung drückt, hier vor den Lader. Und da hat es tatsächlich so ein bisschen rausgequalmt. Das ist halt ein ziemlich blöder Anschluss, denn der hat nur eine Schraube. Das heißt, der sitzt halt nie 100% plan. Ansonsten haben sie hier überall immer zwei Schrauben, so gegenüberliegend. Und an dem Anschluss ist es halt nur eine und deswegen sitzt der so leicht schief. Jetzt ist es aber dicht. Ich habe ihn jetzt ein paar Minuten laufen lassen. Das Öl ist warm. Ich mache jetzt noch einen Ölwechsel.
Dann baue ich den ganzen restlichen Kladderadatsch zusammen. Das mache ich jetzt alleine. Das ist ja jetzt wirklich unspektakulär. Das Interessante war ja der erste Start und das Zusammenbauen. Wie gesagt, 2 kleine Undichtigkeiten hatte ich an den Schellen von den Downpipes und eben hier vorne die Kurbelgehäusebelüftung. Ansonsten habt ihr ja gesehen, ich habe ja auch einmal nochmal zurückbauen müssen, weil ich diese Abdeckung vergessen hatte. Das geht halt alles nur in eine ganz gewisse Richtung zusammen, beziehungsweise man muss sich halt eine Reihenfolge halten. Wenn man das nicht tut, muss man halt nochmal was rausbauen. Ansonsten vom Geruch her, es riecht jetzt irgendwie neu. Ist wahrscheinlich die Katalysatoren oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, sieht jetzt erstmal gut aus. Wie gesagt, ich mache jetzt noch den Ölwechsel, baue den restlichen Kladderadatsch zusammen und dann fahre ich am Dienstag zum TÜV. Das heißt, im nächsten Video gibt es dann ein kurzes Status-Update. Da mache ich ihn dann auch nochmal richtig schön sauber und da erzähle ich euch, ob das beim TÜV alles geklappt hat, beziehungsweise ob es irgendwelche Probleme gab. Und dann sind wir jetzt tatsächlich endlich mal durch. Folge 9 und wir haben es geschafft. Ja, hat leider 9 Folgen gedauert hier, der Turbotausch. Aber ich bin bisher echt super happy. Ich bin jetzt natürlich noch nicht gefahren, ja, aber der Motorlauf klingt wie immer. Habt ihr ja in dem einen Einschnitt gehört. Auf dem Video oder beziehungsweise mit dem Mikrofon klingt das immer so ein bisschen klapprig, aber das sind halt einfach diese Hochdruckpumpe, die hier arbeitet für den Sprit. Ist ja ein Direkteinspritzer, die klappert einfach immer ein bisschen oder beziehungsweise das klingt so wie Klappern auf den Videoaufnahmen. Ansonsten klingt er wie immer. Wie gesagt, mache jetzt noch den Ölwechsel und dann bin ich durch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Wünsche euch eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und ciao.